kannst, weißt du? Yeah. Was geht ab, Leute? Wir sind wieder am Start. Molos ist mein Gast. Ich bin K zu dem I. Wir sind in den Soundstar Studios. Ihr wisst Bescheid. Wir haben ein paar Musikvideos bekommen. Ich mach das mal so. Und schauen uns die jetzt an. Ihr wisst Bescheid. Was geht ab? Alles cool bei dir? Auch. Du kannst auch noch so machen, wenn du willst. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die heutige Sendung. Ja. Haben wir jetzt auch schon auf Wunsch von King Asozial bist du das zweite Mal da. Auf Wunsch von ihm? Ja, cool. Ja, haben wir jetzt die zweite Folge mit dir. So, wir fangen direkt mal an, würde ich sagen. Einfach mal mit dem ersten Rapper, D.O.P. D.O.P. kennst du nicht. D.O.P. ist jetzt auch okay, ich sag's jetzt einfach, D.O.P. ist auch ein Feature auf meinem Album, das am 13.12. erscheint. Ich finde ihn sehr cool. Ich habe schon, glaube ich, auf 2 Videos oder so von ihm reagiert. Er ist ein sehr, sehr cooler Rapper aus Freiburg. Und ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Also auf jeden. Ich feiere den. Voll. Kleiner Koch auf dem Schoß, Deutschland meine Haus, was nur bloß zu der Schluss, alle die tot. Kleiner Koch auf dem Schoß, Deutschland meine Haus, was nur bloß zu der Schluss. Was ich kurz sagen muss, ist, er hat so ein bisschen diese 187-Vibes, finde ich. Als 187 noch nicht Fame war. Ich finde es so Trip-mäßig. So Trap? Drill-mäßig. Drill? Digga, bei diesem Drill, Trap, Drip, Dip. Ich komm da gar nicht mehr drauf klar, Digga. Drip, Drill, so keine Ahnung. Drill, Dre. Ja. Okay, ja, hören wir einfach mal rein. Auf jeden Fall guter Vibe am Anfang. Schauen wir mal. Ja. Bis jetzt sagt er noch nicht viel. Gleich an die Bar X2, Extra, nur kurz spart Zeit. Schau, wie ich die Kurs hochtreib. Für die Qualität für das Eis. Schmucktanz an meinem Hals. Muss ja die Klasse ja vielleicht. Die Geber geweint sind auf 501. Kein interessiert, was du trotzdem da schreibst. Keine Ahnung, wie die alle heißt. Meine Mucke M-Boss, M-Weiß. Adios mit quietschenden Reifen. Schwarzer Lack auf poliert ohne Streifen. Größere Flecken als deine. Größerer Joint als deine. Wer ist mein Freund, glaubt keiner. Klar können wir chillen, wenn ich Zeit hab. Was bei D.O.P. halt einfach cool ist, ich finde, es kommt dann einfach rüber. Ja, es kommt auf jeden Fall sehr rough. So, ja. Das ist auch nicht die beste Videoqualität. Genau. Aber mit professionellen Moves gemacht. So. Das erinnert mich ein bisschen an 187 am Anfang. Ja, ich finde voll. Die hatten coole Videos, aber auch so mit keine Ahnung, Canyon gedreht, so einer billigen wahrscheinlich. Ja, so einer hässlichen Kamera irgendwie gedreht, aber auch hier der Filter, du siehst ja jetzt auch in dem Bild. Ist auch ein bisschen extra so gemacht, natürlich. Aber kommt cool, auf jeden Fall. Täusche kein Ohr, mein Freund. Dein Album enttäuscht. Mach nix, was ich danach bereut. Hurensohn, bleib auf die Seite geräumt. Lecker, Koch auf dem Schoß. Deutschland meine Haus. Was nur bloß zu der Schluss. Alle die tot. Der Typ, der da gesmiled hat, der hat mich beim letzten Video schon geschickt, Alter. Der hat einfach das psychopathischste Grinsen der Welt, Digga. Ja. Weißt du, er sieht halt aus, als würde er dich gerne töten wollen, so. Weiß ich nicht. Hättest du Angst, wenn du ihm nachts begegnest? Nein. Ehrlich nicht, nee. Nee, für mich kommt er mehr so, dass er ein bisschen wie die Atzen. So Manimark-like. Ja, sowas Manimark-mäßig. Auch wie sie ihn dargestellt haben hier mit der Computerbrille und so, mit diesen übertriebenen Grills oder was das auch immer ist. Ja. Was nur bloß zu der Schluss. Alle die tot. Lecker, Koch auf dem Schoß. Deutschland meine Haus. Was nur bloß zu der Schluss. Alle die tot. Lecker, Koch auf dem Schoß. Deutschland meine Haus. Was nur bloß zu der Schluss. Alle die tot. Lecker, Koch auf dem Schoß. Deutschland meine Haus. Was nur bloß zu der Schluss. Alle die tot. Alle die tot. Mach mal kurz Stopp. Also ich muss sagen, so an sich nicht schlecht, aber dafür, dass sie so psychopathisch machen, finde ich, hätte die Hook so ein bisschen mehr knallen müssen. Mir ist das ein bisschen zu wenig. So, es ist ein Satz und es ist nicht so mit Power gerappt oder Power eingesungen. Ja. So, ich finde, das hätten die krasser machen können. Mit ein bisschen also mehr. Mit mehr Druck, mit mehr Power.
Da wäre die Hook bestimmt viel geiler gekommen. Mehr Schreien Richtung oder was? Ja, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Mehr Druck einfach. Es hört sich zu flach an. Könnte So, auch. es ist so. Nicht so. Weißt du, wie ich meine? Ja, so ein bisschen, ja. Weil, wenn du diesen psychischen Catcher, die wollen ja ein bisschen machen, so. Wir Psychopath. killen dich, bla bla bla, sowas. Ja. Dann muss das knallen, weißt Ja. Aber die richtigen Psychos, Digga, also die richtig So vom gruseligen, die schreien nicht, Digga. Die Ja, richtig Bastard war der King. Erzähl mir nichts. Aber die richtig gruseligen Killer, Digga, die chillen. Weißt du so? Na, Kaiserschnitt, MC Bastard, die ja alle auf Ja, diesen okay. Horrorfilmen früher waren. Blockmonster und so. King Oggy, keine Ahnung, so diese ganzen Sparten halt von den Leuten früher. Also es ist auch mein persönlicher Geschmack ein bisschen. Ja. Also vor allem meine Jungs machen jetzt auch Drill. So bei denen lege ich auch Wert drauf. Was ist denn Drill? Ja, dieses, dass du immer so hin und her. Das ist schon geil, wenn du das Lash machst, aber du musst schon in der Thematik bleiben. So, wenn du einen Lash, einen Track hast, irgendwie sowas Deepes. Digga, aber vor Jahren war das noch einfach Trap, Digga. Oder nicht? Ich weiß nicht. Für mich, keine Ahnung. Ja, Trap, Drill, das ist für mich eh so richtig ähnlich eigentlich. ja, Digga. Also, ja. für mich ist es eh immer noch so, ich höre einen Beat, der taugt mir oder nicht. Deswegen, der Beat taugt mir schon, der Flow taugt mir auch. So, die kommen auch real rüber, aber die Hook hätte einfach ein bisschen mehr. Aber vielleicht passiert da noch was. Hören wir mal weiter? Auf jeden. Schauen wir mal. Voodoo, mein Ding, zu gut. Zieh entertained so wie Hulu. Spring dir in die Fresse wie ein Kuckuck. Mache Geld mit Terror. Achtung, tiefer bei der Terror. Friss mir auf der Hand, ich steck. Also ich finde bei ihm... Oh, Also jetzt weiß ich, was du mit dem Bei ihm. Psycho-Ding meinst. Davor habe ich es jetzt nicht so... Also davor habe ich nicht gewusst, was du so meinst. Aber jetzt, ich wusste auch nicht, dass er selber rappt. Der Typ Ja, mit dem Ding. mit den Grinsen. Ja. Der kommt schon ein bisschen freaky auf jeden Fall. Aber ich finde auf jeden Fall auch, das erste Part ballert, zweite Part fehlt mir ein bisschen die Rapper-Skills. Sag ich ehrlich. Ja, bestimmt ist auch kein Typ, der das jetzt so krass verfolgt Ja. vielleicht. Ich glaube auch, dass Aber er DOP macht ist das mehr halt so cool, die treibende aus Kraft. Leidenschaft. So. Ja. Im Gesamtpaket ist auf jeden Fall cool. Cello. Drunter wie ein umgekehrtes Zelt. Oh, leg sie flach die Note wie ein Welt. Oh, Pretty Girl schlucken für ein Pad. Ich bin müde, spucke auf dich selbst. Zieh schnell für der Türe wie der Pizzamann. Dass ich dir Gefahr bin, ist dir nicht bekannt. Ich hab eine Info für dein Businessrang. Deine Lieder. Okay, sorry, Alter, das was mit den Rapper-Skills nehme ich nochmal zurück. Digga. Also ich wollte gerade sagen, Du hast der einen geht geilen schon ab. Flow, Digga. Er hat gut Ein geflowt. bisschen lauter könnte sein, aber sonst. Ja, genau, die Stimme. Eventuell ist es einfach nur die Ein bisschen lauter, Mixing-Sache, dann wär ne? Da hören sich beschissen an. Oh, zieh ich hab Backnet mehr als wie Diddy. Oh, zieh ich kaufe Geld für meinen Diddy. Oh, sie lebt übertrieben schickimicki. Halb rich, halb schön für die Titty. Heckler, Koch auf dem Schoß. Okay, war ein stabiler Part. Echt cool, ja. War echt gut. Deutschrap in der Haus. Was nur bloß zu der Schluss. Baller die Tod. Heckler, Koch auf dem Schoß. Deutschrap in der Haus. Was nur bloß zu der Schluss. Baller die Ich mag den Look vom Video einfach. Tod. Heckler, Koch auf dem Schoß. Deutschrap in der Haus. Was nur bloß zu der Schluss. Video ist nice, aber die Hook catcht mich nicht so. Deutschrap in der Haus. Die Parts waren auch stabil, kann man nichts sagen. Baller die Tod. DOP auf jeden Fall ein Typ, den man sich geben sollte. Auf jeden Fall nice. Der hat auch echt stabile Songs auf Spotify hier, Aus Digga. Freiburg, ja? Was? Aus Freiburg, oder? Ja, Freiburg. Rap Support Freiburg, auf jeden Fall. Ja, der ist cool, Digga. Ich Alle weiß nicht, ich hab den ja damals gedingst. Hier, Leute, gehen nochmal rein auf Spotify und so. Ganze Filme, checkt ihn auf Instagram und so weiter, ihr wisst Bescheid. Cooler Typ. Definitiv, Digga, finde ich cool. Auch aus Freiburg, Digga, ich habe noch nie einen Rapper aus Freiburg gehört. Ich habe noch nie gehört, dass jemand zu mir sagt, ja, ich bin aus Freiburg. Weiß ich nicht. Das ist ein Freiburger Rapper? Nicht, dass ich wüsste jetzt. Ja. Auf Anhieb nicht. DOP ist der Erste. Gut, dann schauen wir uns mal den nächsten an. Wiss Southside Illegal. Kollege von dir? Grüße vom Blockbuster Entertainment. Sind gute, stabile Jungs. Ja, wo kommen die her? Lauinger Straße und München? mehrere Bezirke sind die auf jeden Fall. München. Das Heimen ist aus der Lauinger Straße und ich glaube der Wiss. Aus München. Ja, alle aus München. Der Wiss ist glaube ich aus Sendling, glaube ich. Weiß ich aber nicht genau. Okay, hören wir mal rein.
Er hat hier zum Beispiel das cool gemacht, was Cavelli eigentlich machen sollte. Cavelli hat mir ja auch geschrieben, also hey, hier, danke für die Reaction und so letztens, aber was wir da gesagt haben wegen seinem Video, weißt du noch, bei Cavelli, wo er Ja, einfach nur genau. vor der Wand stand, genau das hätte Cavelli eigentlich machen sollen. Ja, sein auf One-Take. jeden Fall. Weißt du, Und was ich ein meine? bisschen schnellere Kamerabewegungen. Ja, Mann. Okay, hören wir mal rein. Das hier ist ein großes Ding. Beruhige dich, Marv, nimm noch eine Pille. Hey, ich War sehr will mich geil. aber nicht beruhigen. Diesmal wird Blut fließen und zwar literweise. Wie in den alten Tagen, den... Hieß der mal anders? Ich glaube nicht. Das sind halt ein paar jüngere. Okay. Ja, gibt ja. besten Tagen, den Fress- oder Stirb-Tagen. Sie sind wieder da. Hier bleibt keine Wahl. Und ich bin zu allem bereit. Ich bleib ins Geschäft, ratter kurz die Ziele durch. Der Schlag geht deinen Schädel runter, Nachos mir die Kehle runter. VES, bin mit krassen Aussagen zurück. Bedroht die Zeugen, sie ziehen ihre Aussagen zurück. Ja, wer will mich testen, Dicker, München wird gefickt. Verlier nicht mein Gesicht, ich lüg nur vor Gericht. Ich find's cool. Die Hat geht Frankfurt-Vibes, Digga, ohne Scheiß. Aber auf Münchener Basis, weil ich find's echt cool. Ich glaube sogar, dass das Video teilweise dort entstanden ist. In Frankfurt? Ich glaube schon, ja. Sie sagen, ich bin krank und voller Wut, weil ich vom Flach leg in ihr Blut wie ein Bestattungsinstitut. Bitches werden feucht, sie kiffen ihren Joint. Nach einer Nacht mit mir kennen sie nicht mehr ihren Freund. Ich bin drauf, es ist Nacht, ich vertrauf, es ist nass. Kommst du meiner Bande in den Weg? Boah, Digga. Halt Ja. dein Maul, Alter. Ja, bis geht ab, Alter. Was hat er gerade gemacht, Er Digga? hat sich die Kippe auf der Zunge ausgedrückt, Alter. Geilster Typ, Alter. Es ist nass, kommst du meiner Real so? Ja, normal. Das sind richtig asoziale Jungs. Also ich feier die böse. Keiner hier ist Krank. Bayern, sich an mein Level ran. Sie denken, sie haben es geschafft, doch es sind alles Fake-Kicks, Mann. Kleiner Pisser, siehst uns anfangen, glaub mir, lauf mal besser. Fahren die vorbei und werfen eine Flasche aus dem Autofenster. Das ist für die Straße, die Blocks und den Asphalt. Für meine Stimme durch den Bass knallt. Kite. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, er ist ein Typ. Erstens, es kommt echt cool rüber, Digga. Cooles Video, aggressiv und so auf jeden, passt zum Song. Aber ich glaube, er ballert live auch krass. Hast du ihn schon mal live gesehen? Er war auch auf Battlefield 089 live. Ah, er macht auch Ich Battle Rap? hatte die krasseste Stage beim ersten Mal. Macht er Danke da auch? nochmal allen Künstlern. Er wird auf jeden Fall nächstes Mal wiederkommen. Ah, battelt er auch? Da er hatte nicht gebattelt, war wenig Zeit. Aber vielleicht nächstes Mal. Schauen wir mal. Okay, cool. Das ist für den Asphalt, die Blocks und die Straße. Geh mir aus dem Weg und ich brech in die Nase. Ich verschwende meine Zeit mit einer hässlichen Fresse. Desinteresse für die grässlichen Texte. Da war übrigens Munich Connect, hast du gesehen? Auch ein Newcomer von Southside illegal. Kenn ich nicht. Hat in den Staaten gelebt als Footballspieler, ist jetzt wieder hier. Macht auch so Footballspielerei- Trill Sound. Schu- Kann man auch mal auschecken, auf jeden Fall. Footballspielerei verkackt, oder? Warum? Nee, keine Ahnung, er ist halt wieder hier. Hm. Kein Plan, jetzt macht halt Mucke. Hat auch ein Video bis jetzt rausgebracht, bald kommt, glaube ich, sein zweites Video. Schauen wir mal. Hm. Ich hab keine Zeit für dein Fake-Image, für deine Faking-Klicks. Du bist so lächerlich, Drogenumschlag, Platz an dem. Wie alt ist er? Boah, keine Ahnung, jung, glaube ich, 24 vielleicht oder so. Erinnert mich ein bisschen an Agro Picasso. Finde ich gar nicht. Finde ich voll, Digga. Ich finde null, nicht selben Beats. Wisse geht mir auch auf so ein bisschen Psycho-mäßig. Ich finde, die Wie die könnten. Aktion mit seiner Kippe so. Ja, schon. Der geht schon auf eine ganz andere Thematik und Aber ich glaube, die würden gut zusammen funktionieren. Ehrlich gesagt, weil Agros macht auch immer diese Schreigeschichten mit auf aggressive Beats und so. Also, ja. vielleicht ergibt sich irgendwann. Also ich werde auf jeden Fall was mit dem Wiss machen. Schauen wir mal. Im Bahnhof ist es kurz vor 8, Coca wird verpackt. Die Kapsel guckt den Hunde ab. VIS, der Name ist Programm. Southside illegal, die krassesten im Land. Eine Nase Kokain und Bitches fangen das Tanzen an. Und Lippen auf und fangen dann instant mit dem Blasen an. Sie lieben diese Asozialität. Sie kommen alle an, sobald ich ein, zwei Nasen leg. Ich werde euch alles am Boxen, denn ich liebe das Geräusch. Wer hat das produziert? Sie nerven, Musst du schauen. Die haben ihre eigenen Jungs. Die sind komplett für sich. Das feiere ich auch so. Prost, Digga. Prost auf jeden Fall. Und die ballern auf jeden Fall krass. Ich finde den echt auch cool, Digga. Kannte ich noch nicht. Ey, Auch sehe ich der zum ersten Simon, Mal. der mit ihm zusammen Mucke macht,
Der ist der kleine Bruder von Myko, sein Partner damals, von dem Marcel. So, der kleine Bruder, der hat's auch schon im Blut. Der ballert jetzt auch bald ein Video raus. Simon muss man dann auf jeden Fall auch abchecken. Das sind krasse Künstler auf jeden Fall. Den Abendzahl ist mir egal, ich bin abnormal asozial. Hast gesehen? Wer? Hast gesehen? Einfach. Ja. Asozialität. Das Der meine Bitch das Bier in die Fresse gespittet. Ich bin abnormal. Für den Abendzahl ist mir egal, ich bin abnormal asozial. Das ist für die Straße, die Blocks und den Asphalt. Für meine Stimme durch den Bass knallt. Das ist für den Asphalt, die Blocks und die Straße. Geh mir aus dem Weg und ich brech in die Nase. Digga, kann man definitiv feiern. ja, die haben einige Songs. Ja. Also, Der ist cool, Digga. krass. Aber wegen dieser Akku Picasso. Wer hat das produziert, Digga? Das würde mich echt interessieren. Es steht kein Produzent da, oder? Doch, Prod bei Ottli, Digga. Otti. Nee, der hat den Beat gemacht. Aber wenn du wissen willst, wer es gemastert hat. Oder Ja, was Mission und und- Master und so. Oh, ich check den mal kurz. Oh, noch sehr unfamous eigentlich. Hier 119 Follower. Jungs. Das ist schon, da hat er auch für Myko gemacht. Das da? Ja, oder? Das Ja, ist können wir der sich Myko, angucken. glaub ich. Auf Gastmodus. Aber ja, cool. Check die Jungs ab, Digga. Ist cool. Hier Instagram auch von Wiz. Was geht bei dem? Ja, geil. Ja, der macht halt auch so, Wiss macht halt schon so Drogensäufermusik, weißt? Wegknallen, das habe ich gemeint. Also, Ja, Power, Digga. Agro Das haben wir ja. Picasso ist halt mehr so schon Richtung Mainstream, zum Nachdenken auch viel teilweise. Agro Picasso ist ja nicht nur aggressiv, also. Deswegen ist. Ja. Ah, Keine Ahnung, auch seine Hast du live Pumpe- gesehen? Ja, natürlich. Ja. Er war auch auf der Jam, wo ich Das ist Rap damals mein Album released habe. War vor mir, hat er mich auch angesagt. Ja. Damals, also. Ja, cooler Typ. Der Digga. rappt krass, normal, aber ich meine jetzt so, weil du gemeint Aber hast, ist auch so der Rumschreier, Ähnlichkeiten. ne? Also ich sehe keine Ähnlichkeiten. Ich Wenn sie finde Feature schon. machen, kommt vielleicht was Krasses raus, weil sie eben nicht so ähnlich sind, weißt du, ich meine? Ja. Also müssen die Jungs für sich wissen. Ja, also, ja, okay, also mein Empfinden war einfach. Ich meine, wenn ich beide Also- so vergleiche vom Sound, kommt mir nicht so ähnlich rüber. Ja, schau mal, was bei Agro noch kommt, so. Aber Ja, ich kenn ja der auch Typ, nicht alles von ihm. Wiz, war auf jeden Fall kommt cool. dazu. Props, check den ab. Der nächste ist Halvard. Halvard Pocahontas. Ich habe den gesehen und ich fand den cool und ich wollte den dir einfach zeigen, weil ich fand, er hat so ein paar coole Passagen flow-technisch drin gehabt. Und ich habe ihn auch eingeladen zum Artist Talk Interview, weil ich glaube, der Typ hat sehr, sehr viel Potenzial. Er kommt auch aus München. Ich weiß nicht genau woher, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit ihm, ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben und so. Aber ich finde, er ist sehr interessant. Hören wir mal rein. Aber auch noch Hört sehr sich jung. Vom Titel auf jeden Fall so ein bisschen so. Ich stelle mir Mehr jetzt nur Mainstream. vom Titel stelle ich mir so ein bisschen Apache-mäßig vor. Jetzt schauen wir mal. Ja, schauen wir mal rein. Ja. Auch sehr junger Typ. So 18, 19 oder so. Kennst du Rayla Pictures? Sein Videotyp? Nee. Ich finde die Location allein jetzt schon geil. Weißt du, die haben sich da irgendwie Gedanken gemacht, sind da irgendwo hingefahren. Ja, ich kenne das Video schon, deswegen Schauen wir mal. du bist der Leertastendrücker. Die Location, Digga, sorry jetzt, Alter. Die Location war echt krass. Ja, aber jetzt sehe ich, die sind aus München, dieses ist Westpark. Japanischer Garten, da habe ich auch gefilmt. Das ist im Westpark. Also, ja, das sehe ich schon an der Ecke eigentlich. Echt? Machen wir weiter. Also, wenn es mich nicht täuscht. Ich bereis die Berge mit ner Latin Chick wie Pocahontas, sind an keine Zeit gebunden und haben auch keine Koffer, deshalb fühle ich mich einfach frei und verspüre nie mehr Einsamkeit. Brutal. Ich finde den Flow krass, Digga. Sorry, ich find's krass. Bis, Und das alles, was bis jetzt noch ein bisschen eintönig, schauen wir mal. ich
grad mache, fühlt sich an wie ein Wunder. Das ist ein steiler Pfad nach oben und führt doch nie wieder runter. In meinem Kopf sind nur noch Melodien. Ich brauch keinen Stoff, hab genug Endorphin. Sie ist ne 10 von 10, ich kann mir alles erzählen. Doch alleine klarzukommen ist für uns auch kein Problem. Ich hab soziale Zwänge gegen Freiheit getauscht und aus meinen Gefühlen hab jetzt einfach freien Lauf. Bald lebe ich meine Das Einzige, was mich abfuckt, Digga, ist, wenn der Bass nicht am Start ist, fuckt mich der Sound ab, Digga. Ich glaube, die haben es echt sehr low budget produziert, aber wir schauen da nochmal in die Produzenten rein. Ich finde es jetzt auch vom Text ist halt Real Talk. Aber der Flow ist jetzt nichts Spektakuläres, aber Findest du? Ich es finde der hat echt auf jeden Fall den Vibe getroffen. Was er erzählen will, kommt rüber. sehr ein Beat. Passt auf so. den Beat, aber Schauen wir mal weiter. also wie gesagt, ist jetzt kein Hate oder so. Ja. Aber bis jetzt ist es mir noch ein bisschen zu Standard einfach. Er ist sehr jung. Weißt Ja, du? normal, aber ich tue bewerten, was Ja, ich klar, sehe, klar, weißt du, wie ich klar. mein. You was. Schauen wir mal weiter. Helfen aus an jedem Ort zu jeder Zeit und keiner Erinnert mich ein bisschen an Kollega, Digga. Aber egal. kann mir sagen, dass mein Telefon ein Thema sei. Mann von meiner Chick sieht aus wie Vinny, du Schwester. Ich chill mein Leben und mache Feuer noch spiritueller. Und ich hab euch beiden immer gesagt, dass ich eine fucking Vision hab. Jetzt ist geil. Und es ging euch nie darum, dass ich dadurch irgendwann eine Million mach. Ich bereis die Berge mit ner Latin Chick wie Pocahontas, sind an keine Zeit gebunden und haben auch keine Koffer, deshalb fühle ich mich an. Schau mal, das ist eine Hook, Bruder. Das ballert, das sag ich, Digga, das Die Hook ballert. ballert auf jeden Fall. Der Part war mir jetzt noch, da hätte man schon ein paar Sachen vielleicht machen können. Oder krassere, auch Rhymes. Die Thematik ist halt auch ein bisschen ausgelutscht gewesen am Anfang. So mädchenmäßig. Aber bla, bla. die Hook ballert, kann man nichts anderes sagen. Ja. Also Gratulation, krasse Hook. Einfach frei und verspüre nie mehr Einsamkeit. Und das alles, was ich grad mache, fühlt sich an wie ein Wunder. Das ist ein steiler Pfad nach oben und führt doch nie wieder runter. In meinem Kopf sind nur noch Melodien. Ich brauch keinen Stoff, hab genug Endorphin. Einzige, was ich jetzt noch bemängeln könnte, wäre das Model, aber sonst alles cool, Digga. Ich finde es ein sehr, sehr, Ist auf jeden Fall ein stabiler Song für einen jungen Typen wie ihm. ja, Mann, ästhetisch. So. Das ist wichtig, ästhetisch. So, aber er soll noch ein bisschen versuchen, seinen eigenen Style da reinzubringen. Sonst passt alles. Aber das ist auch das Schwierigste. Wiedererkennungswert, Ja. eigener Style. Aber der hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, Digga. Hier siehst du, weißt du, Das ist auf jeden Fall alles cool, schön. auch jetzt hier mit der Cowboy-Schrift wegen Pocahontas und so. ja, Mann, ist cool, Digga. Check den Jungen auf jeden Fall auch ab, Digga, der ist cool. Ist vor kurzem rausgekommen, 28.08. Ja, cooler Typ. Ich hoffe auch, wir werden noch einen Arzt-Talk machen mit ihm. Habe ich ihm angeboten, Digga, werde ich auf jeden Fall durchziehen. Ist cool. Gönnt euch den Typen. Der nächste ist Memo. Memo ist, Agro Picasso Camp, oder? ja auch. Memo hat Teile meines Albums gemastert. Also die Hälfte von meinem Album. Wir haben ihn jetzt auch kennengelernt. Er ist ein sehr, sehr stabiler, cooler Typ. So, ich mag ihn. So, weißt du, arbeitet auch sehr, sehr cool. Und ist auch live am Start mit Agro Picasso zum Beispiel. Ja, aber er ist Agro Picasso Crew auf jeden Fall. Beziehungsweise Ambition Mosaik. Ist ja nicht Agro Picassos Crew, ist ja eigentlich, die Crew heißt ja Ambition Ja, ich Mosaik. sag immer nur, weil ich kann halt nur ihn persönlich. Ja. Weißt, deswegen. Memo ist ein sehr, sehr. Aber ich habe ist ein cooler natürlich Typ. alle von denen auch auf dem Schirm. Der Da Track. gibt's ja noch einen. Der Mimo macht ja oft mit dem anderen auch. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Jotto. Joto, genau. Joto. Ja, der Das war auch am Start. Er hat mir erzählt, also ich habe mit ihm über den Song geredet. Er hat den Song geschrieben und da bin ich jetzt bei dir, Digga. Oder bei mir auch. Er hat den Song geschrieben für einen Homie, der im Knast sitzt. Also der Song ist quasi ein Brief an einen Homie, der im Knast sitzt. Weißt du, was ich meine? So in dem Format. Weißt du? Und ja, hören wir einfach mal rein. Videomaker ist auf jeden Fall auch am Start, wieder bei Tricks, Mesut. Gruß geht raus an Mesut, der ist ein sehr, sehr talentierter, Macht viel auf jeden Fall. neuer Videomaker. Ich glaube, man wird in den nächsten Jahren, denke ich, noch einige Videos von ihm sehen. Ich finde ihn sehr ästhetisch. Schauen wir mal rein. Sorry, noch Beat hat er auch selber gemacht. Also Memo macht auch Beat. Memo nimmt sich selber auf. Memo mischt sich selber. Memo mastert sich selber. Gönnt sich das Komplettpaket.
geht's dir? Lang nicht gesehen. Wenn ich darf, würde ich dir sagen, es läuft an sich okay. Ja, die Arbeit macht mich fertig, aber macht nix. Psychologen sagen immer, ja, ich schaff es. Ich hab endlich eine Frau, die mir den Rücken stärkt. Und ich glaub, dass ich mit ihr für immer glücklich werd. Nee, Kinder haben wir keine. Aber Max, er hat... Bro, wenn ich das höre, Digga, ich sehe mich in der Zelle, wie ich einen Brief lese von einem Homie. Weißt du, so, weil er mir das erzählt hat, bin ich immer... Kennst du das? Ist cool auf jeden Fall. Aber was ich sagen muss, er hätte das krasse im Video so bringen müssen. Es passt irgendwie nicht ganz. Mit JVA So, meinst du mäßig? Nein, er rappt so, als würde das zusammenpassen, als würde das gerade live passieren. Weißt du, ich meine im Video so. Er hätte das so mal ein bisschen mehr den Schmerz, ein bisschen mehr den Mund bewegen. Noch, so. schau mal, was so. passiert, Digga. Die Mimik meine ich so. Schau mal, was Wenn die passiert. noch krasser wäre noch krasser bis jetzt. Weißt du, wie ich meine? Man könnte ein Nur als Level kleiner drauflegen, meinst du? Ja, schauen wir mal weiter. Schon immerhin das Zweite. Mit den Jungs bin ich noch immer gern. Jeder bisschen älter, aber alle noch ein Kind im Herz. Und ja, ich habe Zukunftsangst, aber Sandburgen bauen sich nur mit Fuß im Sand. Und deshalb laufe ich weiter. Mucke mache ich immer noch, obwohl ich kaum mehr... Die Line war krass. Mit den Füßen und dem Sand? Ja, also... Ja, bildlich, bildlich das meine gesprochen. ich bei dem anderen so. Ist geil. Schau mal hier, wie kreativ diese Line ist. Ja, da hat man sich einfach Gedanken gemacht. Verstehst du, da hast du gleich ein Bild. Was er gesagt hat, du hast gleich dieses Bild, den Kopf und den Fußabdruck im Sand, wenn so das Meer gerade kommt, weil es die Flut so... Krass. Cool. Also ich feier's. Zeit hab. Aber sag, wie geht es dir? Ich würd gern wissen, was passiert ist. Egal was auch passiert, bitte halt aus. Menschen sehen vor Bäumen den Wald kaum. Doch ich weiß, du kommst bald raus. Irgendwann hört er auf, dieser Albtraum. Egal was auch passiert, bitte halt aus. Menschen sehen vor Bäumen den Wald kaum. Doch ich weiß, du kommst bald raus. Irgendwann hört er auf, dieser Albtraum. Bro, aber es ist cool, ohne Scheiß, Die solche Dramatik Leute... kommt gut rüber. Ja, Digga, solche Leute zu haben, Digga, die von draußen einen Brief reinschreiben und sagen, Digga, ich denke an dich. Weißt du, wenn jetzt ein Homie in den Knast geht, Digga, wer setzt sich dann wirklich noch hin und schreibt einen Brief, Digga? Weißt du, wir sind in einem... Nur die echten. Ja, Digga, ist so. Der ist so. Nur die, weißt du, Digga... Und das sind ganz wenige. Ja, da Aus merkst eigener du, Digga, wo du bist, wenn du mal, wenn du weißt, Digga, ich bin jetzt 1 Jahr weg, ich bin 2 Jahre weg, Digga, lass 5 sein, aber wer schreibt An dir? dieser Stelle auf jeden Fall Grüße an alle Fake Friends, ihr seid die größten Hurensöhne, die rumlaufen. Ja, ist so, also wenn du ein Memo hast, der schreibt dir wenigstens einen Brief. Oder singt dir was, dass du es wenigstens mit deinem illegalen Telefon, das du hoffentlich hast, Das ist auf YouTube mal schauen kannst, was abgeht, auch mal Models eingibst und du denkst, krass, die haben eine Reaction über Mimo gemacht, die schaue ich mir auch noch an. ja. Und auf jeden Fall überall ein Abo dalassen. Gruß geht raus an jeden, der Briefe in den Knast schreibt, Alter, ihr seid cool, Mann. Die brauchen das, die Jungs da drin. Ich erinnere mich noch immer an deinen ersten Song. Und dass alles, was du machst, von deinem Herzen kommt. Slow Motion, manchmal wollen wir eine Zeitlupe. Es gibt viele Enden, aber manchmal kein Gutes. Du hast immer auf die Kacke gehauen. Und ja, du hattest sicher auch nicht alle Latten am Zaun. Doch du warst ehrlich, immer herzlich, immer mit der Nase durch die Wand, so wie ein Schwertfisch. Das muss ich auch sagen, so ist es leider bei vielen, viele, die drin sind eigentlich, mal abgesehen von dem, was sie gemacht haben, solange es jetzt keine Triebtäter-Scheiße ist oder so, eigentlich gute Kerle. Ja, Also voll ich habe viel. sehr viele Ja. gute Kerle kennengelernt und die eigentlich hocken immer die Falschen. Wenn man die ganzen Geschichten auch hört, klar haben die auch mitgemacht, aber meistens hocken die Ja, aber Falschen. Digga, wenn du Die drin Guten bist- Hocken, die Aber Bro, Bastarde chillen draußen, aber wenn du drin genießen bist, ihr Leben, weißt du, ich meine. wenn du drin bist, dann, Bro, die Storys drin sind halt auch immer anders, Digga. Da ist auf einmal jeder Millionär, weißt du, Ja, was ich meine? die gibt's ja, die gibt's auch normal, die dann sagen, Millionär haben keinen Einkauf, aber Übrigens, genau, kein aber- Cent in der Tasche, Digga, aber draußen sind sie richtig generell reich. muss ich sagen, ich habe schon gute Leute kennengelernt, weißt du, ich meine. Ich habe auch, ja, stabile. Wo warst du nur überall gesessen? Landsberg warst du auch, ne? Du hast, Stadelheim, Landsberg, Ebrach, Kronach, Nürnberg, Regensburg, was war der entspannteste Knast, So. Digga? Bernau. Der Bernau? entspannteste Knast, Bernau? ja, der entspannteste war Landsberg Ja, Mann, und Landsberg, der würde ich auch sagen. abgefuckteste war Bernau. Ich war auch in Landsberg und Landsberg war für mich echt eigentlich sehr gechillt.
Auch wenn man erstmal reinkommt und Der denkt, ist halt das madig, richtig- kein Wasserkocher, die haben schon auch Zustände. Aber da gab es halt viel Sport. Ja, Konnte Mann. man seinen Arm schön aufpumpen. Ich habe auch gut gearbeitet. Was hast du gearbeitet im Knast? Gar nichts. Ich habe gesagt, ich arbeite nicht für die Echt? Justiz. Ja. Eiskalt? Ich war in der Normal. Bauabteilung. 1,5 Jahre, in der ersten Haft war das. In der zweiten Haft war ich Hausarbeiter, bis sie gesagt haben, ich versuche ein Disziplinar. Bist du so ein Hausarbeiter? Wenn du cool, also wenn ich jetzt cool mit dir, Digga, würdest du mir 2 Würstchen geben anstatt 1? Nee, bei mir kriegt jeder dasselbe. Echt? Eiskalt? Normal, Bruder. Du kannst doch nicht in der Gosse hocken und dem anderen sein Essen wegnehmen. Weißt du? Leute, die sowas machen, übrigens, Ihr seid Fotzen. Grüße an die Hausarbeiter in Stadleim, die das Essen dauernd verkauft haben. Ihr seid auch die größten Hurensöhne. Also, die allergrößten. Ich hoffe, ihr werdet in der Hölle so tief in den Arsch gefickt, ihr Hurenkinder. Das ist ganz anders. Aber jetzt driften wir ein bisschen ab. Ja. mal weiter. Memo auf jeden Fall, krasser Vibe. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das Dramatische auf jeden Fall gut. Schauen wir mal eingefangen. weiter. War egal, was sie erzählen, solange du Spaß hast. Aber trotzdem kamst du irgendwie vom Pfad ab. Du sollst wissen, jeder denkt an dich. Zeig uns endlich wieder, dass du noch ein Kämpfer bist. Hast du Angst? Ich weiß, kann. Bro, ich kann es echt fühlen, Digga, weil du bist da im Knast, Digga, und die Leute ficken deinen Kopf, Digga. Du bist da drin, du hast dann deine Sozialpädagogengespräche oder hast da, Bro, ich hab mein Kind, Digga, und meine Ex-Frau, Digga, habe ich immer durch eine Scheibe gesehen und so, weißt du, das war Widerlich. eklig, Digga, Ja. weißt du, ja, und dann, wenn du mal sowas liest dann, also, weil er sagt ja, es ist wie ein Brief. Das Gute eigentlich, was ich bei ihm finde, er schreibt es aus einer Perspektive, wie jemand, der nicht weiß, wie Knast ist und einfach nachfragt. Was geht So, bei dir Bruder, wie ist das für dich? so? Ja, Erzähl mir einfach mal, was ist passiert? ja, Digga, sehr Was real. machst du? So, weißt du, wie ich meine? Ja. So wie ein wahrer Freund fragt, der nicht beteiligt war, dich in die Scheiße mit reinzuziehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Wir machen weiter. Kannst du auch bezwingen. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Es wird immer einen Platz in unserer Mitte geben, denn wir beten für den Homie hinter Gitter stehen. Egal was auch passiert, bitte halt aus. Menschen sehen vor Bäumen den Wald kaum. Doch ich weiß, du kommst bald raus. Irgendwann hört er auf, dieser Albtraum. Egal was auch passiert, bitte halt aus. Menschen sehen vor Bäumen den Wald kaum. Doch ich weiß, du kommst bald raus. Irgendwann hört er auf, dieser Albtraum. Spätestens bei Endstrafe. Free all brothers, Ja, Mann. keep it real. Free Homie. Eure Zeit kommt. Ich hoffe, dein Freund kommt bald raus. Ja, das Leben geht weiter. Aber was ich noch dazu sagen wollte, wegen Wiedererkennungswert wollen. Der Bimo bleibt mir zum Beispiel immer im Kopf, weil seine Stimme ist einzigartig. Memo? Ja, ich kann ich könnte jetzt nicht gleich sagen, er hört sich wie der oder der an. Das finde ich cool. So. Er hat seinen eigenen Style. Soll er behalten. Ja, ich finde auch sehr sympathisch, aber echt underrated, Digga. Ich finde, er hat sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ist immer so abseits von Kommt alles dass ich von mit ihm alleine. arbeite, Ich so, ich kannte finde ihn echt- zum Beispiel davor gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der Haben wir nicht im letzten, die letzten Jahre so haben wir nicht im davor letzten gemacht Video hat. auch darauf reagiert? Nee. Ah nee, es war mit jemand anderem. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung, woher er auf einmal gekommen ist. Auf einmal Hier Video bei er ist auf Tricks. jeden Fall da. Mesut. Macht gute Sachen. Ja, der Mesut. macht ja auch die Sachen von Sensa, genau. Ja, genau, hier Sensa. Bro, Agro Picasso auch, genau. cooler Typ. Weißt du? Macht sein Ding. Ich finde das Camp aller sehr, sehr sympathisch. Wenn man so wie es ist, Digga. Ich finde Der das Name cool, passt auf jeden Fall, kommt sehr noch, ambitioniert. kommt auch noch ein bisschen was. Hier klicken wir noch mal ein bisschen auf das Memo-Dings. Ich finde es so geil, dass wir Instagram anklicken können. Hier, Memo. Checkt auf jeden Fall Memo, Digga. Ein underrateder Künstler, sein Vater. Weißt du, hier, guck, 350 Abonnenten auf Instagram. Ja, da geht auf jeden Fall einiges mehr. Leute, Ja. Check den ab, Digga. Check den ab. So, der nächste gönnt mal ein bisschen. hat mir jemand geschickt. Ich darf nicht sagen, wer es mir geschickt hat. Er sagte, bitte sag das nicht. Aber Digga, Ist du egal, weißt. aber ich kenne Babaloo, ich kenne Jay Jason, ist auf jeden Fall. Ich habe auch mal ein bestimmt Video krass. für die gedreht, vor Jahren, glaube ich vor 8 Jahren oder so, habe ich mal mit Babalu ein Video gedreht gehabt. Ja, schauen wir uns mal Stabiler Deutscher. die. Einer der wenigen, ja. Und normal, der ist krass. Balu ist cool, ja? Balu feiere ich auch. Ich mag ihn. Ich mag seine Stimme, Digga. Er hat einen. Er hat so, ich sag gerade extra das mit den Deutschen, weil er hat so eine Leine, Ja, Bro, bei mir ein musst du Video aufpassen. gehabt vor kurzem.
Da hat er gesagt, natürlich bin ich nicht loyal, ich bin Deutscher. Die Line Echt? war auf jeden Hat er Fall gerappt? krass. Ja, normal. War auf jeden Fall krass. Ja, Digga, ich habe... Und auch so, der ist stabil. Bitte, Digga, dieses deutsche Thema bei mir, ich bin da ein bisschen unter Beschuss. Ja, du wirst immer beschossen. Als Deutscher, Bro, Pass auf, bald weißt, kommt Distrack. Ja? Felix Krul. Du weißt nicht. Du weißt Ich hoffe, nicht, Digga. was du jetzt ins Rollen gebracht hast. Ja, Also du hast immer noch Sorge über die Chris Aris-Ding, das ist doch schon vorbei. Ich glaub spüre das nicht, bis keine heute, Ahnung. Digga. Ich spüre das bis heute, Digga, so wie es ist. Ja, Meine Auftritte wurden abgesagt aufgrund von Chris Ares Interview. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ich habe damit nichts zu tun. Digga, dieses Thema, lass uns das bitte nicht aufmachen. Schauen wir es an. Let's go. Da hier Sonny the Dawn rechts, war ja auch bei uns im Artist Talk. Ja, schauen wir weiter. Stopp, wer von euch will mir jetzt was sagen? Ich kämpfe hier und das schon seit Jahren. Wenn einer nicht so überzeugt ist, kann er gerne kommen und mir einblasen. Meisterklasse, anderes Niveau, ja. Alte Masche mit nem brandneuen Flow. Es hat so diesen Vibe von R&B 2007 mäßig. Jay Jason war ja früher auch bei LWB 77 oder sowas. Rap Gang, oder was? Ja. Ja, danke Sache, Mann, ich liefer die Show. Ich schnapp die Kasse und bin nie wieder broke. Was ich hasse ist, was ich mache. Ich benutze mein Verstand und keine Waffen. Klare Sache, andere lachen, aber ich bin überzeugt, dass ich schaffe. Junge, halt die Klappe, ihr habt es alle drauf. Ja, ihr seid alle kack. Weißt du, was ich auch schön finde? Wir haben zum ersten Mal wirklich Rapper, Digga, wo du nicht nur den Sound bemängeln musst. Weißt du, was ich meine? Wir haben teilweise Leute geschickt, Digga, wo der Sound einfach, wo du das hörst, denkst du so, Nee, die produzieren auf jeden Fall ja, gut. ja, alle jetzt, die wir bis jetzt hatten, Digga, war der Sound nicht scheiße, Digga. Eins lief ich nur rum in Zicke Zacke. Heute will ich all das, was ich nicht hatte, ja. Abgeschrieben, über 1000 Songs, aber keinen davon aufgenommen, weil ich jung war und Waren ja auch alle drin, ne? Übrigens. Also, Ja, normal. Sonny hat seine JVA-Geschichte hinter sich, Baloo auch, Alle Landsberger. hier Jason auch. ich wusste, was ich will, doch es verbesserte meine Skills. Heute weiß ich, worauf es ankommt. Wenn ich falle, sorge ich für eine weiche Landung. Zu viele Wannabe-Rapper, eine ganze Handvoll. Doch sind leise, wenn ich meine Gun hol. GNM, meine Gang, Bruder, Liebe, eine Fam. Ein Traum, für den ich weiter kämpfe. Hol die Million, dann ein Daimler-Benzer. Ist es diese Scheiße wert? Zu lang auf diesem Weg, mein Bein schmerzt. Kein Scherz, mein Ernst. Stecke in die Sache, meine ganze Kraft, mein Herz. Hör auf, lass mal, mach keine Faxen. Ich verbrenne euch wie Kerosin. Meine Wörter sind meine Waffen, lade nach, Baller, schieße auf, mach keine Faxen. Ich verbrenne euch wie Kerosin. Könnte auch ein bisschen stärker sein. Ein bisschen. Ist mir ein bisschen zu leise. Meine Wörter sind meine Waffen, lade nach, Baller, schieße auf, mach keine Faxen. Ich verbrenne euch wie Kerosin. Ich finde, der Vibe ist extrem geil in der Hook. Ist geil, aber Die ein Hook bisschen catcht auf jeden lauter Fall wird's noch 100% mehr als die pressen, Parts. weißt Ich finde, die Hook ist eigentlich viel zu krass, Digga. Der hätten in den Parts noch mehr ballern können. Weißt du, was ich meine? Die Hook ist schon. Du meinst vom Volumen her oder du? was? Ja, so, es drückt mich nicht. Es muss so. Noch mehr Spuren Melodie, aufnehmen. Das muss so richtig bam. Noch mehr Spuren aufnehmen. Meinst du? Spuren aufnehmen, voller machen. Je nachdem, ich bin kein Produzent. Ich kann nur als Hörer jetzt sagen, als klassischer Hörer, so mir fehlt da ein bisschen, ein bisschen die Power. So. Ja, aber kann sein. Also ich jetzt bin jetzt auch nicht der Top-Produzent, aber ich bin auf jeden Fall producing-mäßig auch am Start. Ich hätte vielleicht noch 2 Spuren drunter gelegt. Links, rechts gelegt, bisschen mehr Power reingebracht, dass ein bisschen mehr Volumen da ist. Einfach. Das meine ich, der Raum so. Ja, genau, dass es ein bisschen voller ist, ja, auf jeden Fall. Meine Wörter sind meine Waffen, lade nach, Baller, schieße auf, mach keine Faxen. Ich verbrenne euch wie Kerosin. Meine Wörter sind meine Waffen, lade nach, Baller, Ich kann kein Stopp, ich kann kein Scheitern. Immer weiter kämpfen wie die Super Saiyan. Tauche eine mit ziehen zu mich an on fire. Verziehe keine Miene wie ein Meister. Ich wende mit meinem Kopf und noch weiter. Jeder hier im Team ist Boss, GNM Empire. Lange hat es gedauert, drauf gewartet, was passiert. Könnt auf uns vertrauen, durchatmen, wir sind hier. Deutsch, Raps, Elixier, keiner ist schlechter als wir. Gehörst du zu dem Rest, der das schwirrt. Schau, es funktioniert, GNM rekrutiert. Wir betreten den Raum und die Lage eskaliert. Dein Atem erfriert, die Tat kontrolliert. Genie und Wahnsinn kombiniert. Deutscher Rap ist sick, durch den Nadel infiziert. Die Hure auf den Strich, alles Para gehört mir. Nach so viel. Der Dude hat auch ein bisschen Fitness gemacht. Babalu? Ja, der war mal ein bisschen dicker, glaube ich. Er sieht hier schon sehr sportlich aus. Ich fand ihn eigentlich schon immer stabil. Echt? Ein kleiner Bauch gehört dazu, mein Freund. Wenn du mal Arme haben willst, Was? wenn du mal Arme haben willst, dann gehört der Ja, Bro, Kompressor ich bin dazu. auch, Wurst. ich hab Schau dir die Strongmans an, die haben auch alle
Die haben Sixpack, aber trotzdem so eine kleine Wampe. Auf der Wampe gibt es ein Sixpack. Hast du noch nicht gesehen? Nee, Digga. So, deswegen, der Kompressor muss da sein. Weißt du? Bisschen Abfang. Ich bin skinny, Digga. Macht so viel ihr wollt, ihr könnt gerne auch reden. Macht alles für Erfolg und verkauft eure Seelen. Auf jeden Fall krasser Part. Krasser Flow. Von Balu, ne? Ja, wollte ich. Oder grad Babalu heißt er mittlerweile. Babalu. Früher hieß er Balu. Jetzt heißt er Babalu. Ja. Ja, mag sein, der Rubel rollt, doch dafür lutscht ihr Penis. Identität, weniger geht nicht. Macht so viel ihr wollt, ihr könnt gerne auch reden. Macht alles für Erfolg und verkauft eure Seelen. Er ist ja auch ein Riese. Also er ist schon groß, Digga. Der ist größer als Ich hab ich. mal so. Der ist größer auf- als ich, Digga. Ja, dass jemand größer als ich. Ich chill ja gerade, aber, Digga, selten, dass jemand größer als ich ist. Also er ist schon groß. Ich habe ihn Der war jetzt 95 oder so. gesehen muss er das sein. letzte Mal auf so einem Thai-Box-Event, den ich gefilmt habe. Der ist schon, er sticht schon aus der Masse. Jeder dachte schon, er ist Fighter, weißt du. Mag sein, der Rubel rollt, doch dafür lutscht ihr Penis. Identität, weniger geht nicht. Hör auf, lass mal, mach keine Faxen. Ich verbrenne euch wie Kerosin. Meine Wörter sind meine Waffen. Lade nach, Walla, schieß auf, mach keine Faxen. Ich verbrenne euch wie Kerosin. Meine Wörter sind meine Waffen. Lade nach, Walla, schieß auf, mach keine Faxen. Ich verbrenne euch wie Kerosin. Meine Wörter sind meine Waffen. Lade nach, Walla, schieß auf, mach keine Faxen. Aber schade, er hatte keinen. Meine Wörter sind meine Waffen. Lade Schade, nach, schade. Walla, schieß. Hook ballert auf Ich jeden dachte, Fall. der andere hat auch einen Part. Ach, der Sonny. Ja. Nee, das ist jetzt nur ein Feature von denen. Schade, ich dachte, der hätte auch noch gut dazu gepasst eigentlich. Aber hier, checkt die ab, Jungs. Wie gesagt, hier nochmal Instagram. Gönnt euch den. Babalu. Gönnt euch den. Au. Gönnt euch Jason. den. Gönnt euch alles, was die machen. Checkt das ab hier, YouTube. Seid ihr am Start. 408 Aufrufe. Echt? Oh. Da geht auf jeden Fall deutlich mehr. Ja, Digga, bisschen Also schmal. alle nochmal aufs Video und pushen. Ich kann jetzt hier nicht liken, Jungs, aber nur weil ich im Gastmodus bin. Aber ja, krass, Digga. Kanli, likest du nicht oder was? Nicht, wenn ich im Gastmodus bin. Machst Reaction und likest nicht. Nee, genau, ich bin richtiger. So, Fitness ist mein Beruf. Keine Gönnung. Gar keine Gönnung, Digga. Gönnung auf Null gestellt. Ja. Gönnung war heute ausverkauft. Ja, Gönnung ist vorbei. Du, Digga, Slayer Slayer, ja. ist der nächste. Ja. Ist auf jeden Fall aus Team AMS. Was Ja. AMS? AMS, asozial mit Stil von Teddy Light. Der Oh. ist darüber gewechselt. Der war irgendwie 5 Jahre, glaube ich, waren das. Jetzt ist er neu dort. Geht doch nur 1 Minute 20, das Video. Mhm. Er macht eigentlich auch mehr so Der normale TD Light, Digga, Sound. ich sag dir ganz ehrlich, kannst dich mal privat kontaktieren und da können wir so ein paar Sachen klären. Mach das nicht in Insta-Stories und so. Nur mal so nebenbei. Also Stressvermeidungskurs, aber ja, wie gesagt, TD Light ist nicht mein Scheiß auf ihn. Egal, Slayer. Er ist jetzt im Label da, oder was? Er ist auf jeden Fall jetzt da im Label, ja. Also, ich weiß nicht, was bei euch da so war. Ich will jetzt auch hier nichts aufmachen. Ja, aber wir machen gar nichts. Wir chillen und gucken uns das an. auf jeden Fall, da sind ein paar gute Leute sind auf jeden Fall dort. Der Azo 70 ist auch dort. Vielleicht machst du mal eine Reagiert-Folge auf ihn. Ist auch ein junger Künstler aus Sendling, der ist auf jeden Fall stabil. Okay, schauen wir uns noch an. Und Doc ist auch bei TD Light. Logo finde ich auf jeden Fall schon geil, wie es reinfliegt mit dem Rauch, Digga. Bin ich auch immer Rauchfetischist. Der hat ja auch Reactions gemacht, der Slayer. Du kannst auch mal schauen. Ja. Yeah. Ey, ihr feiert nur Spasten, doch ich bleibe gelassen. Der Rap ist wie ein Busen, mir ist keiner gewachsen. Ich scheiß auf Drogen. Es ist kein Musikvideo, oder was? Ist das jetzt nur ein Song? Ich wusste nicht, keine Ahnung, er hat mir das geschickt. Okay. Ob wir darauf reagieren können. Okay, dann hören wir es nochmal an. Weil man davon vor die Hunde geht, bin höchstens auf dem Trip, wenn dieser Mo mich auf den Schultern trägt. Wenn ich im Club wie gestört auf Ex. Okay, Slayer, Digga, pass auf. Slayer kenne ich schon seit längerem. Und was mich bei Slayer einfach abfuckt, ist,
dass es immer so hört, als hätte er seine Stimme nicht gefunden. Er rappt in der falschen Stimmlage, Digga. Es klingt immer... Du meinst, es kommt zu leicht verstellt drüber. Nee, erstens das und zweitens, es kommt nicht Power. Er rappt nicht aus dem Bauch raus, Digga. Weißt du, was ich meine? Er rappt nicht hart Entweder das oder es ist nicht gescheit. gemischt. Ja. Eins von beiden, keine Ahnung. Ich finde ihn auch jetzt gerade sehr leise. Ja, ne? Sehr Auch ehrlich? irgendwie. Lass mal ein bisschen noch. Trink, fangen Bitches an mit Squirty Dancing. Ihr könnt alle nix, doch lasst nicht locker. Sowas habt ihr nie gesehen, sowas machen TikToker. Das Game ist gänzlich am Arsch und deutscher Rap ist die Wish-Version von Kendrick Lamar. Ist der Teddy in der Booth, geht der Beat K.O. Plötzlich tragen alle Maske, warum liegt hier Stroh? Einfach jede meiner Lines ist so fett. Das ist die... Sorry, Alter, Digga, aber das ist die... Von allen Qualis, die wir jetzt gerade gehört haben, ist das die schlechteste. Auf jeden Fall, ja. Ist so. Kein Front jetzt so, sorry, aber... Ich weiß auch nicht, eigentlich bin ich auch anderes bisschen gewöhnt von ihm. Sogar Contra K ist Pro Z. Oh yes, ihr habt den Behindert-Swag. Parallel dazu hab ich mit Rap ein Tinder-Match. Scheiß auf Grip und auf Ketten. Bruder, komm in die Booth, wir müssen battlen. Yeah. Ich könnte mir sogar vorstellen... Okay, er wollte ja mal die Rap-Szene fronten. Hier Manuelsen, Flair, dies, das. Ja. Er schaut das Rap-Ding halt irgendwie nicht so, als wäre er ein Teil davon, sondern er schaut es eher so wie so ein stiller Beobachter, der nur so drauf guckt. Weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? So. Ich weiß nicht, also er macht auf jeden Fall viel live. Er ist ein guter Junge. Er hat auch die Flyer gemacht bei Battlefield 089. Hast du ihn live gesehen schon? Ja, der macht schon sein Ding. Aber macht doch live. Hier fehlt mir jetzt der Druck zum Beispiel. Voll. Und oft ist es mir so, er muss noch mehr ins Gänsehaut-Feeling, wenn er diepe sagt. Ich kenne mehr so die diepen Sachen von ihm, ehrlich gesagt auch. So, weil mein Cousin hat früher mal Filmvideos gemacht. Live war der auf jeden Fall super und so. Ich war auch mit ihm, hab mich öfters mal live mit ihm unterhalten. Beziehungsweise ich habe geschrieben, er hat geantwortet. So. Der ist auf jeden Fall so ein guter Junge, aber der Track bis jetzt taugt er mir nicht so. Bin ich ehrlich. Mehr ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber ich kenne, wie gesagt, auch andere Sachen. Er trifft schon den Flow. Er trifft das, Digga. Aber es ist, wie gesagt, irgendwie kacke abgemischt. Aber ich feiere auch den Beat nicht so. Das ist schon mal das Nächste. Also. Ja, okay. Von Type Off meinst du jetzt so? Type Off von dem Beat magst du jetzt nicht, aber ich glaube, wenn man das anders einpflegt, wenn man das anders produziert, dann ist das auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte, Digga. Dann wirken die Lines auch ganz anders. Ich weiß nicht, bei mir ist immer so, mir taugt ein Beat oder nicht. Ja. So, mir kann da noch keiner mehr. Also, ist natürlich auch klar, jeder Künstler ist für sich. Er macht ja auch wie Boom-Bap-Sachen. Ich feiere Boom-Bap nicht so. Von Agro Picasso finde ich ein paar Sachen gut. Von Zani, der bei uns ist, finde ich ein paar Sachen gut. So, jetzt auch bei uns der Paco 0320 hat einen dicken Ding bei mir aufgenommen, einen dicken Track. Aber generell so, feiere ist nicht so, keine Ahnung. Savas hat jetzt ein Boom-Bap-Album angekündigt. Schön. Schau mal, was also Vielleicht zeigt der Meister, was geht. Was so abgeht. Wenn er korrekte Features hat. Ja, keine Felixes. MCs nach dem Track ist Ende im Gelände für sie. Denn keiner von euch rappt wie Slayer, also geht ihr dem Mic besser still aus dem Weg. Teddy, bangt MCs nach dem Track ist Ende im Gelände für sie. Denn keiner jetzt check ich. Gimme, can't you see? Ja. Also ich hab's auf jeden Fall erkannt. Okay. Teddy bangt MCs nach dem Track ist Ende im Gelände für sie. Denn keiner von euch rappt wie Slayer, also geht ihr dem Mic besser schnell aus dem Weg. Ja, sorry, Digga, finde ich wack, Digga. Nächstes Mal Teddy. Ja. Entschuldigung. Aber checkt ihn trotzdem ab, Digga. Checkt das ab. Hier alles, Telefonnummer und so weiter. Downloads. Checkt ihn auf jeden Fall ab. An sich ein guter Kerl. Hab ihn auch mal ein bisschen verfolgt. Checkt es auf jeden Fall ab. Der nächste Kandidat ist Wada Dicker. Wada Digger aus Stuttgart. Auch ein Homie von dir? Ein richtig cooler Typ, den ich verfolge. Jetzt verfolgen wir uns gegenseitig. Es sind einige Sachen geplant. Mit dem auch, du? Ja, eventuell kommt er zu Blockbuster Entertainment. Also er hat Interesse geäußert. Ich habe auch Interesse an ihm.
Neues Aber Signing. ich habe gesagt, er ist aus einer anderen Stadt. Jetzt arbeiten wir erstmal 2, 3 Projekte ab. Und wenn sich alle beschnuppert haben und alles gut ist, dann kommt er zu uns. Und wenn er nicht kommen will, dann kann er auch nicht kommen. Das ist dann seine Entscheidung als Künstler. Aber auf jeden Fall, ich feiere ihn mies. Ja, hören wir Der mal. ist auch mies real. 10 Jahre Hubs. Wisst Bescheid. Geiler Typ. Checken das mal ab. Macht auch alles selber fast. Das ist Vater, Digga. Und da hab ich's Motherfucker! Sag dem Bull und komm mal klar, Alter, weil ist nichts passiert. Vater dicker radikal und die Bitches sind rasiert. Meine Triebe animal, ihr habt Deutschrap kastriert. Ich mach Rap wieder real, bestes Zeug gibt's bei mir. 7-4, bin schockiert, wenn ich seh, was hier so passiert. Sie probieren, aber scheitern dabei, mich zu ignorieren. Etabliert, ab jetzt wird rasiert. Auch 187 Vibes. Auf jeden Fall, er wird oft damit verglichen. Er hasst das auch. Ja. Also, ich weiß das aus sicherer Quelle, dass er das hasst. Er sagt natürlich, tut dich was inspirieren. Er hört die Jungs auch. Ja. Das ist klar, dass das ein bisschen inspiriert und auch die Beatart und so Ja. hat halt 187 geprägt. Das aber, Video, Digga. aber er ist halt ein asozialer Mensch und er will auch als asozialer Mensch gesehen werden. Ja. Außer privat, da ist er stolzer Familienvater von der Tochter, ist ein stabiler Typ. Auf jeden Fall alle mal folgen. Ja. Gebt euch die Videos. Erst hört sie mich, dann haten sie und danach wird kopiert. Hab Straße studiert, immer scharfe bei mir. Vater always prepared, Digga, falls mal eskaliert. Hast du Wichser nicht kapiert, besser fick nicht mit mir. Schüsse fallen, du krepierst, Laserpointer an der Stirn. Ja, Mann. Keiner wird glauben, weil sie war neidisch. Hallas, Bruder, Hallas. Heute machen sie Auge, man seid ja peinlich. Ein bisschen Respekt, ich bin über 30. Du bist bekifft, Digga, aber fleißig. Komm mit aufs Revier, sagt der Officer zu mir. Aber Vater, lang den Ausweis mich nicht penetriert. Ich piss dir vor die Tür. Die twerkende Alte ist auf jeden Fall auch Alter, crazy. am Start. So Manta-Manta-Outfit. Was willst du, Wichser von mir? Komm mit aufs Revier, sagt der Officer zu mir. Aber Vater, lang Checkt auf jeden Fall auch seine Stories, weil der ist so, hat so ein bisschen wie Haftbefehl, so, er ist echt krass. Schaut euch die Stories an, ihr habt auf jeden Fall jeden Tag was zum Lachen. den Ausweis mich nicht penetriert. Ich piss dir vor die Tür, kriegst einen Tritt vor die Stirn. Das 0711, was willst du, Wichser von mir? Ich mach Huck wie Kompressor, die Huck wieder mal enorm. Ihr rattert euch ein ab und kommt ins Schwitzen wie beim Sport. Eine Bitch bekommt's besorgt, mein Vater hat grad Zeit, dreh mir nebenbei ein Blatt und die Schlampe macht dich steif. Jederzeit bereit, machst du Streit, geb ich Blei. Du Fotze kommst mit Jungs, aber Vater kommt allein. Der Papa heißt der Mike, ihr sagt du. Ja, die Knöpfe, Digga. Die Knöpfe wieder vergessen. Was gibt's hier? Alter, krass. Krass auf jeden Fall. Wir haben wieder die Knöpfe die Ja, wir ganze Show scheißen aber- vergessen, Ja, aber wir scheißen nächstes Mal. Scheißen auf die Knöpfe irgendwie. Ja. Wahnsinn. Der Vater. Tut mir leid, ihr bleibt weiter auf dem Boden, aber Vater ist jetzt frei. Cannabis Sativa, Ware im Beamer, Hase und Shiva, die Batzen sind lila, nie wieder Haft und wenn doch geht vorbei. So sicher wie der Großvater, chartet auf 1. Keiner wird Verstehst, geht vorbei, Bruder. Sind wir wieder bei dem Thema. Knast. Ey, wir nur Knasti-Stories irgendwie. Nur Knastis am Supporten hier. Keine Ahnung warum. Ich dachte immer, Hip-Hop ist für Intellektuelle, Ja, Abiturienten, hab ich auch gedacht. die vom Schlager wegwechseln wollen auf philosophische Vibes, die tiefgründig das Herz berühren, die Lunge und die Nase. Haben wir glauben, weil sie war neidisch. verpasst. Heute machen sie Auge, man seid ja peinlich. Ein bisschen Respekt, ich bin über 30. Du bist bekifft, Digga, aber fleißig. Komm mit aufs Revier, sagt der Officer zu mir. Aber Vater lacht den aus, weil mich nicht penetriert. Bro, aber auch wenn du diese 16 Bars, sag ich schon, wenn er diese 187 Vibes nicht mag, Digga, wenn dieses macht, was er da gerade macht, dann hat dieses Video 15 Millionen Klicks. Ja, total underrated, Vater. Ja, Vater ist krass. mega, Digga. Wie viele Klicks hat er? Schauen wir gleich. Ich piss dir vor die Tür, kriegst einen Tritt vor die Stirn. Das 0711, was willst du, Wichser von mir? Komm mit aufs Revier, sagt der Officer zu mir. Aber Vater lacht den aus, weil mich nicht penetriert. Ich piss dir vor die Tür, kriegst einen Tritt vor die Stirn. Das 0711, was willst du, Wichser von mir?
sind auch so eine eingeschworene Clique. Stuttgart, und ne? und die ficken fast alle da weg. Also er hat schon auch öfters mal Beef mit irgendwelchen Stuttgarter Rappern und packt dann Storys aus, wo er Wen gibt's sagt, denn dass er noch? ihre Mutter fickt und Echt? Und TD Light? die ruhig kommen sollen und die ihn umbringen sollen und die sollen vor seiner Haustür kommen, jeder weiß, wo er wohnt. Oder noch Flair, so ich poste meine Adresse, komm vorbei. So macht er, Ja. Digga, aber halt underground-mäßig. Ja. Also an den fetten Hurensohn, den er das letzte halbe Jahr beleidigt hat. Du fetter Hurensohn, Alter, geh mal zu seiner Haustür, du Hurensohn, du. Krass, Okay, Digga, check den ab. Check mir mal bitte. Er hat keinen Insight. Digga, und noch ein, nicht nur der fette Hurensohn, sondern Pickelfresse. Ich hab viel über dich gehört, du bist auch ein Hurensohn. Du scheiß Lappen, Alter. Wenn du nicht in Stuttgart bist, dann komm mal nach Minga, Alter, dann gibt's einen direkten. Wahnsinn. Weißt du Bescheid, Digga. Okay, Jungs. Okay, erste Reaction für heute beendet. Haben wir jetzt angeschaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Videos angeschaut. Ich würde sagen, was Fazit? Fazit für mich persönlich, beste war Memo. Eindeutig. Ja, für mich wäre der beste Memo. Was sagst du? Für mich auf jeden Fall Fada und Wiss mit Kite haben auf jeden Wiss Fall war auch abgerissen. krass, ja, ist halt ja. auch mein Sound, den ich privat höre. Und deswegen jedem das seine. Aber auf jeden Fall, heute waren eigentlich fast alle stabil. Ja. Slayer hat ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen reingekackt. Da wünsche ich mir nächstes Mal auf jeden Fall Auf jeden. was Besseres. Kannst du schon besser Weil machen? er auch das besser kann. Weißt? Ja, glaube ich auch, Digga. Es ist eigentlich kein Wack-MC. So halb. Nee, er ist eigentlich so ein bisschen so, wie man früher gerappt hat. Halt so. So ein Er ist halt Blumentopf. Erfurter, Bruder. Ja. Okay, Jungs. Jetzt geben wir uns noch King Asozial und Felix Kruhl, aber das machen wir im nächsten Video. Auf jeden. Und abonniert den Channel, seid am Start. Soundster Studios, Molos, checkt uns überall.